KenneDeinePixel. Hallo Welt, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf KenneDeinePixel. Und zwar habe ich mir dieses Mal Life is Strange gepickt. Das Spiel ist heute erst rausgekommen. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe fast überhaupt gar keine Ahnung, um was es geht. Ich habe das mal vor, keine Ahnung, wie viel Monaten irgendwo auf einer Seite mal entdeckt, kurz reingelesen und seitdem aus dem Fokus verloren und jetzt ist es da. Und ich weiß aber noch, dass ich es ganz interessant fand. Und deswegen spielen wir das jetzt einfach mal. Ah, okay, alles klar. Wollte ich nämlich noch die Grafik einstellen, aber da ich sofort in diesen Save-Slot gelandet bin, habe ich wieder abgebrochen, weil ich dachte, das Spiel geht schon los, aber dann muss ich das jetzt mal ganz kurz machen, sorry dafür. Das sieht allerdings ziemlich gut aus. Dann müssen wir hier zum Glück nichts einstellen und auch nichts neu starten. So, das hier ist aber immer noch ganz wichtig, für mich zumindest. Ich brauche immer eine invertierte Y-Achse. Achso, können wir noch mit Controller spielen. Naja, wir belassen es einfach mal dabei. Ich möchte jetzt auch nicht so viel Zeit in den Settings verlieren, ehrlich gesagt. Sondern wir gehen direkt los. Beziehungsweise hier genau vielleicht noch kurz die Info, Play Episodes, das ist nämlich das Ding. Das Spiel kommt halt episodenweise raus. Das ist jetzt quasi Episode 1. Ich weiß gar nicht, wann die zweite rauskommt, aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Life is Strange is a story-based game that feature player choice. The consequences of all your in-game actions and decisions will impact the past, present and future. Choose wisely. Also, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Wobei man mit sowas immer aufpassen muss, ne? Sowas wurde ja schon irgendwie ansatzweise oft versprochen und dann war es eher so meh. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. So, und hier geht's scheinbar los und ich habe gerade irgendwie so ein Déjà-vu, das erinnert ja irgendwie ziemlich hart an Alan Wake. Aber, gut. Das wird sicherlich nur Zufall sein. Okay, also scheinbar ist sie ein wenig desorientiert. Und wir gehen jetzt erstmal zu diesem Leuchtturm. Genau, Maus bewegen, um Kamera zu bewegen, ist klar. Haben wir schon entdeckt. Ist mir etwas zu sensibel gerade eingestellt, aber das ändere ich dann das nächste Mal. Ganz interessanter Grafikstil auf alle Fälle. Irgendwie so ein Mix aus, ja, keine Ahnung, real und irgendwie etwas Cell-Shading. Holy shit. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black I and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though,
I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that. Also ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, wie das mit diesem Look hier funktioniert. Also offensichtlich sollen wir uns ja dieses Foto angucken. Drag mouse to aim at the photo and hold left mouse button to interact with it. Then drag toward look and release left mouse button. Ach so. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. Also das Ding ist, wenn wir dann etwas haben, was uns interessieren könnte, drücken wir die Maus und dann müssen wir quasi hier die Option auswählen. Look bzw. Take Selfie. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal Take Selfie. But a beauty in the struggle. You don't have... I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Okay, also auch hier können wir jetzt wieder auswählen. Tja, was nehmen wir denn? Also ich weiß es nicht und wir stellen uns mal etwas dumm. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Okay, ich dachte schon, damit ist unsere Interaktionsmöglichkeit mit diesem Tisch hier abgeschlossen, aber es nicht. Ist etwas anstrengend zu reden, wenn er redet, ehrlich gesagt, aber wir können ihn ja nicht auch sagen, dass er ruhig sein soll. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. So, da sind wir wieder. Ganz cool. Ich frage mich gerade, ob das jetzt dieses Event, dass das geklingelt hat, zeitgesteuert war. Also quasi, das hat glaube ich nichts damit zu tun gehabt, dass wir diese Federmappe geöffnet haben. Sondern das war einfach der Zeitpunkt, wo halt der Unterricht vorbei ist. Ziemlich cool auf jeden Fall. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Okay, also wahrscheinlich ein sehr gutes Stativ. So, okay, dann checken wir mal den ganzen Stuff hier ab. Es ist aber anfangs echt etwas verwirrend. Man denkt, also zumindest dachte ich, man muss mit der Maus jetzt hier diesen Pfeil nach unten nachziehen. Wie auch immer ich darauf komme. Naja. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Okay, also sie mögen wir dann scheinbar nicht so und das beruht wohl auf gleich... Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Auf Gleichberechtigung würde ich sagen, beiderseits wollte ich eigentlich darauf hinaus. So, use, ne, komm, wir versuchen das mal. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Okay, können wir hiermit noch was machen? Wir können das einmal kaufen. Das geht leider nicht. Achso, Moment, read. Ja, okay, die Produktbeschreibung müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht durchlesen. Wen sie dennoch interessiert, einfach kurz zurückskippen, Pause drücken und ab geht's. So. Okay, wir können hier ein Foto davon machen, wie es aussieht und angucken. Wir gucken es erstmal an. This might make a cool shot. Mhm, dann tun wir das. Okay, also erstmal irgendwie eine Errungenschaft freigeschaltet und wir haben irgendwie jetzt was im Inventar. Oha.
Das ist also sowas wie ein Tagebuch, wie es aussieht. Wir können ja mal ganz kurz überfliegen. 1. Oktober, my favorite month, the best weather of the year. I love watching the leaves change color, turning into tiny flames. But it's still too damn hot, thanks global warming. And I can't bust out the big coats and sweater or scary movies yet. Soon. Kate let me borrow The October Country by Ray Bradbury. I haven't read much by him, which caused Warren to almost remoke my geek cred before I held up my copy of Battle Royale, but he nails the autumn atmosphere of small towns. The last time I wore a Halloween costume was with Chloe. I have pictures in one of my old albums. I should find a real Halloween party to crash so I can experience some social mingling. It's that or Vortex Club Stroke Fest swimming party. Or is it that Backstroke Fest? Usual punny max. At least I'm trying to climb out of my cocoon. I should expect my life to completely change after a few weeks of Blackwell Academy, as my parents love telling me on a loop, you have all the time in the world. Also sie scheint so eine Art Außenseiterin zu sein. Ja, es wäre natürlich wahrscheinlich... Achso, wir hätten vielleicht auch mal auf Seite 1 anfangen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir auf der letzten gelandet sind. Es wäre sicherlich ganz interessant, das alles mal zu lesen. Ich weiß noch nicht, wie wir das handhaben, und vor allem wäre es interessant, ob denn mehr dazukommt. Das kann natürlich sehr gut sein. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal pro Episode, ich weiß gar nicht, auf wie viele Episoden Episode 1 von Life is Strange ausgelegt ist, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir lesen jetzt erstmal hier, wir fangen mit der ersten an, wir vergessen jetzt mal, dass wir die 8. gelesen haben und würden dann einfach pro Episode eine Seite oder einen Eintrag weiterlesen. So, jetzt sind wir nämlich erstmal am 10. Juli 2013. I got accepted into Blackwell Academy, also es ist wahrscheinlich die Schule, in der wir gerade sind. If words could dance this world be a rave. Even thought I'd never been to one. But who cares, because I got into Blackwell Academy, a unique and famous private school for seniors, no kids allowed. I didn't think I would be so excited, since it's not like I didn't used to live in the same town. But when I saw the text from the Blackwell Scholarship Office, I could literally feel my pulse speed up. I thought it was going to say sorry, thanks for the playing. It took me a few seconds before I read the whole thing. I guess I wanted to enjoy that last moment of blissful ignorance. And when I saw the first word, congratulations, I think I screamed. My mom cried and my dad laughed. They are so weird, but they are happy, and this means extra financial support because they don't have to pay anything to Blackwell. This means new clothes, and if I can work it, a new laptop. Oh, and I have to keep telling myself in caps that I'm going to Blackwell Academy. Also, da hat sie dann scheinbar die Annahme bekommen, und sie hat aber damit gerechnet eigentlich, dass sie das überhaupt gar nicht schafft, dass sie nicht angenommen wird. Genau, und irgendwie müssen die Eltern nichts bezahlen, und deswegen ist wohl irgendwie Klamotten und neuen Laptop für sie drin. So, das mal runtergebrochen. Okay, hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich schon Informationen über die Figuren. Aha, okay, dann machen wir das genauso. Wir nehmen uns jede Folge eine Figur vor, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der Protagonistin an. My name is Max Clawfield, and ever since I was a little kid, I knew I wanted to be a photographer. I've always seen the world through my own lens finder. Maybe it's a way for me to be part of the world, but at a safe distance. Okay, das untermalt ja dann auch diesen Außenseiter-Faktor ein wenig. For some reason I was always drawn to old analog camera gear rather than digital tech. I love all kinds of styles and techniques, but for me, the instant camera selfie is the one I love most. I don't care if people make fun of me or not, I'm in great company, right? And now I've come all the way back to my childhood home to study photography at Blackwell Academy, a private school for the 12th grade seniors. On a scholarship even. I originally left behind Chloe, my best friend forever, at least until I left without talking to her once in 5 years, and it feels so weird to be back here without seeing her yet. So I'm 18 now, an official adult, even though I don't always feel so wise and mature, and I'm ready to begin a whole new life here with retro camera at my side. Okay, also sie ist wieder in ihrer Heimatstadt quasi, und sie hat hier eine beste Freundin, aber von der hatte sie sich damals nicht verabschiedet, und genau, weil sie irgendwie 5 Jahre sowieso nicht miteinander geredet haben. So, keine Ahnung, was das hier ist. Ah, doch, hier haben wir auch schon was. Aha, okay, das ist quasi, das wird bestimmt mal story-relevant. Das ist ja das Bild, was auf ihrem Tisch lag. Hier haben wir SMS von unserem Vater. I have a very special 18th birthday. You're an adult now, but you're still our little girl. Check your account, don't blow it all at once. Okay, also da hat sie wohl etwas Geld geschenkt bekommen. So, Episode 1. Das ist ja quasi
das, wo wir uns drin befinden. Aha, und das haben wir jetzt hier abfotografiert. Werden wahrscheinlich sowas wie kleine Achievements sein oder so, denke ich mal. Und vielleicht auch irgendwas noch zum Spiel beitragen. Keine Ahnung. Können wir runterscrollen? Nee, always you okay? Achso, mal gucken, zeitmäßig. Doch, genau, es geht oben los. Always you okay? Können wir nicht irgendwie... Aha. Hey Max, you around? Always you okay? Did you want to get tea later today? Absolutely, I'll be free after 4. Oh Gott, was heißt das, ne? Thank you... Ne, text to you later wahrscheinlich, genau. Okay, ich weiß gar nicht, wie man hier zurückkommt. Kate, wer ist Kate? Ich weiß es nicht, vielleicht die Schwester? So, dann noch Glückwünsche von der Mom. Happy Birthday, Maxine. We can't believe it's been 18 whole years since you were brought to us. So, und dann gibt's Küsse. Ah, Rechtsklick, okay. Und Warren, wer auch immer das ist. Do you want to meet for coffee after school? I need an excuse to not study. Please, make sure you check out Necromantic on my flash drive. Mwahaha. Hey Mad Max, let's bust shit up. Wait, I have to study for a physics test, so if we bust anything, we also have to measure its velocity. Don't ignore this message. Okay, aber scheinbar macht sie das. Gut, dann haben wir uns hier drüber einen Überblick verschafft. Genau. Dann schauen wir mal noch, was mit ihr hier geht. Gucken wir uns erstmal an. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Okay, mit ihr haben wir also Empathie, also beziehungsweise Mitgefühl. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. Okay, was, want to grab a cup of tea or Victoria has already won? Ne, Victoria, das ist ja wahrscheinlich diese Tussi, die gerade vorne am Lehrerpult ist. Die ziehen wir jetzt hier mal nicht ins Gespräch, die soll gar nicht unser Point of View sein. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay, sie möchte also nicht. So, hier ist ein Poster. Man kann hier wirklich mit sehr viel Stuff interagieren. Ziemlich cool. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Okay, etwas Selbstinszenierung vom Lehrer quasi. Aber okay. Warum nicht seine Erfolge vorzeigen? So, einen Drucker haben wir hier noch. Hier ist noch ein Foto. Es sieht aus wie ein Klassenfoto. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, scheinbar scheint sie auf alle Fälle irgendwie ziemlich angetan von ihm zu sein. Wahrscheinlich aber eher beruflicher Natur. So, hier haben wir noch ein Poster. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Okay, so da waren wir schon. Hier haben wir noch Foto-Equipment, das gucken wir uns auch mal noch an. This is definitely where cameras go to heaven. Oh Okay. man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Also sie hat ja schon irgendwie in ihrem Notizbuch da, in ihrem Tagebuch gesagt, dass sie irgendwie auf den alten Stuff eher steht. Das hat sie hiermit nochmal zum Ausdruck gebracht. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Tja, das Selbstbewusstsein scheint da nicht so groß zu sein. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay, hier wird also gefotoshoppt, was das Zeug hält. So, dann schauen wir uns das mal noch an, wahrscheinlich auch von ihm. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ich erwische mich, wie ich ab und an doch noch mit der Maus den Pfeil entlang wandern möchte. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Okay. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious.
Soll uns das subtil auf irgendwas schon mal vorbereiten? You can never escape the lighthouse here. Tja, den kennen wir ja mehr oder weniger schon. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Alright, ich glaube, damit haben wir bis auf Victoria und Mr. Jefferson alles abgegrast, was man hier so... Ah, nee, Moment, hier ist noch diese Papierkugel, die geworfen wurde. Now I wish I wouldn't have read this. Dear Kate, we love your porn video. Okay. Ja, alles klar. War sie hier nicht Kate? Hat sie deswegen... Aha, okay. Dann kriegen wir doch langsam die Informationen, die wir brauchen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. War viel Story, viel Gelese, aber ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, aber ich finde es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Genau, in der nächsten Episode werden wir dann uns mal hier einmischen, mal gucken, ob da was passiert, aber bei ihrem Selbstbewusstsein denke ich mal eher, wir werden uns da nicht groß einmischen. Genau, und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Bis dahin, kenne deine Pixel.